Outback von South Australia kommt, liegen die Central and Northern Flinders Ranges vor uns. Und bei unseren Vorbereitungen stellen wir fest, dass viele Attraktionen hier bereits im Dezember wegen Hitze geschlossen sind. Wie zum Beispiel die Pitchie Ritchie Railway, das letzte verbleibende Stück der alten Garnbahnlinie. Das ist jetzt eine Touristenattraktion und mit der werden wir gerne mal gefahren. Und so bleibt uns nichts weiter übrig, als hier durchzufahren, die Bergkette von Weitem zu bewundern und direkt zum südlichen Teil der Flinders Range überzugehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt im Mount Remarkable National Park und wir werden jetzt den Alligator Trek machen. Oder sagen wir mal zumindest einen Teil davon. Und es ist der Narrows Hike. Und jetzt laufen wir 2 Kilometer und fangen mit ein paar steilen Treppen an. Wir fahren hier durch Wirrabarra und haben eine nächste Siloart gefunden. Und genau wie in Tambi Bay ist die auch vom Government bezahlt worden. Die haben da so einen Fund, der nennt sich My Neighborhood. Auch wieder unglaublich schön und detailliert. Gefällt mir. Nachdem wir letzte Woche ja relativ viel gemacht haben, lassen wir es diese Woche etwas ruhiger angehen und wir gehen zum Bluff Lookout. Oder Bluff Lookout? Bluff Lookout, ja. Zum Bluff Lookout. Okay, let's go. Wobei man dazu sagen muss, so viel machen kann man ja jetzt eh nicht, weil ich weiß ja nicht, wann das jetzt genau gezeigt wird. Heute ist Weihnachten. Für die Deutschen ist heute Weihnachten. Für die Australier ist morgen Weihnachten. Und da passiert heute eh nicht so viel und deshalb ja. Ja, der Rest der ganzen Woche wird nicht viel passieren. Ja. Gehen wir jetzt ein bisschen Lookout gucken. Okay, los. Nur bloß da rein oder da rein? Ich glaube, die Wege, egal, du gehst da lang, ich gehe da lang und dann treffen wir uns da hinten, oh ja, okay? Und da ist dann die Antarktis. Irgendwann. Irgendwann, ja. Irgendwann da runter. Ja, Aber sonst ist ein bisschen dies. Ja, da hinten kannst du auch noch was sehen. ja deswegen sage ich ja, das da hinten. Ist in Port German? Nee, da steht, ist Whyalla, da wo wir waren. Da siehst du, Whyalla. Ah ja, Port German, die 17 Kilometer wird wahrscheinlich die Gebäude da vorne sein. Die werden da vorne sein, genau. Und Whyalla ist hinter dem Wasser. Und? Ja, es sind Gebäude auf jeden Fall, ja. Ein paar Hochhäuser, die ziemlich hässlich aussehen. Könnte aber auch Industrie sein, also könnten auch irgendwelche... Darf ich auch mal da reingucken? Vielleicht eine Hafenanlage oder sowas. Ah,
Auf dem Weg zum Lookout sind wir an verschiedenen Gebäuden auch vorbeigekommen. Einige sind halt noch bewohnt und andere sind halt alte Ruinen. Und wir halten jetzt mal schnell an der Old Wirrabara Nursery. 6 Acre Sumpfland. 1877, im Prinzip vor 150 Jahren ungefähr. Viele von diesen Gardenbeds, die Beete, haben sie verloren. Das Ding war geflutet, irgendwie 1910. Da musste es irgendwie durchgeflutet sein und da sind die Beete alle weg. Ja, der Creek, der im Prinzip diese Nursery war, wahrscheinlich die Wassersource dafür. Und wenn der halt zu viel war, dann ist es halt geflutet Ja, und worden. 1910 sind dann die ganzen Beete weg. Und es stand drin, das Haus, weiß ich jetzt nicht, wo das Haus mal stand, von dem Nursery Man. Das ist 1970, haben sie es abgerissen. Da sind noch mehr Schilder. Siehst du, jetzt magst du auch Schilder. Bleibt mir nichts anderes übrig. Meine Frau sagte mal, ich muss die Dinger vorlesen. Genau. Aber hier haben sie wahrscheinlich, ohne was zu lesen jetzt, hier haben sie wahrscheinlich dann die Töpfe fertig gemacht, denke ich mal. Also eventuell war die Nursery bloß hier um Bauholz. Hier haben sie Sleepers gemacht. Die Bahnschienen. Also Bahnschienen, ja, ich weiß, was du meinst. dicke Dinger lang quer. Aus Holz, ja. Weil da haben das alles Sägemühle draus gemacht, ja, wahrscheinlich Also um Häuser zu bauen. Und Ja. also wahrscheinlich nicht um zu verkaufen, sondern um das Holz zu gewinnen. Ja. The Nursery, hier ist ein Plan. Aber du siehst, die haben hier richtig Reihen an Häusern. Das ist das, glaube ich, das müsste das sein, wo wir parken. Okay. Das sind die 3 langen Dinger, die wir da gesehen haben. Das müsste das sein, wo wir gerade stehen. Okay. Und das war hier die... Und hier hinten ist dann der Creek. Ja. Und der muss dann hier, wenn der hier überflutet war, dann muss es im Prinzip alles Land unter, 1910 Land alles. unter und dann haben sie es aufgegeben. Und ich schätze mal von der Größe her, das wird wahrscheinlich das Wohnhaus gewesen sein. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ja auch nichts gesehen. Und stand ja drin, dass er das wahrscheinlich 1970 Wir können ja mal gucken, haben. ob wir noch irgendwelche Fundamente oder sowas finden. Wenn du die Tischplatte mitnehmen würdest, die könntest du in Deutschland, könntest du die Platte locker für 1.000, 2.000 Euro verkaufen. So alt wie die ist und so dick wie die ist. Also Pine. Siehst du, so sah das Radiate aus. Siehst du? Pine. Die, Siehste. Ja. 1877, in den ersten 6 Monaten 30.000 junge Bäume von verschiedenen Arten haben sie gepflanzt. Pine from California, USA, haben sie ausgewählt als die wichtigste Species. Die Radiate Pine ist schneller gewachsen und hat stärkeres Holz produziert. Es sieht gut aus und kann ganz leicht bearbeitet werden into Baumaterialien. okay. Und meinst du, das sind noch alte? Ein paar, denke ich mal, bestimmt. Schick doch mal über Google Lens, was das für eine Art ist. Was? Also Weiß mal nicht. gucken, habe ich jetzt hier Internetverbindung? Oh ja. Mitten im Busch und du hast Internetverbindung. Ja, wir sind halt in Australien und nicht back in good old Germany. Maritime Pine Tree. Maritime, also nicht American. Der könnte Sugar Pine sein, sagt er. Okay, dann probier mal den Baum komplett. Radiate Pine. Aber Radiate Pine stand, glaube ich, auch auf den Dings mit drauf. Nein. Ja, da ist er. Including Radiate Pine. Also, definitiv Überreste der alten Nursery. Die Bäume sehen hier alle relativ alt aus. Wenn die 1970 das Haus weggenommen haben, kann es rein theoretisch nur da gestanden haben. Und ich weiß nicht, diese 4 im Quadrat da stehen, ob da das ein Teil von diesem Haus war. Lemon Scented Gum. Okay. Auf jeden Fall sieht er ziemlich nackig aus. Ja? Ziemlich nackig, aber der ist ganz glatt. Der ist gar nicht rau, überhaupt nicht. Hey, guck mal. Ja. Da hinten. Ja? Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Okay. Machen wir da unseren Gruß raus. Können wir machen.
Also da hinten stehen auch noch ein paar Schilder, Ja? aber da musst du einen kompletten Wanderweg lang gehen. Lauter Weihnachtsbäume. Eine australische Weihnachtsbaumplantage. Ja. Ob das jetzt die neue Nursery ist? Keine Ahnung, vielleicht auch irgendein, ja. Irgendein, Weil irgendwie machen sie ja wahrscheinlich trotzdem immer noch Ja. bewirtschaften, dass sie Holz kriegen. okay. Jupp. Wir sind jetzt am Orchard angekommen und ein Orchard ist eigentlich eine Fruchtbaumplantage oder sowas, oder? Jedenfalls verkaufen die hier auch Fruchtfrüchte und Gemüse. Sieht aus wie große Hagebutten. Könnte aber auch Pomegranat sein. Keine Ahnung. Jede Menge Äpfel. Wir haben zwar den Verkaufsraum gefunden. Das dürften mal Pfirsiche werden, hä? Es dürften mal Pfirsiche werden, ja. Ja, aber der Verkaufsraum war bis auf einen Eimer voll Pfirsiche und ein paar Zucchini, Ja, war da auch nichts Eine drin. Und Handvoll vor allen Dingen, Tomaten. wir haben nichts gefunden, wo du sogar hättest irgendwas bezahlen können. ja, Also nicht mal eine grad- Kasse des Vertrauens oder sowas. Gut, dann fahren wir jetzt weiter. Schade. Ich habe mich so auf ein paar frische Früchte gefreut. Unser letzter Ausflug hier im Wald ist jetzt der King Tree. Ja. Und nach Informationen soll der 400 Jahre alt sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir den finden. Und der wird jetzt richtig anstrengend, weil wir müssen jetzt noch 15 Kilometer laufen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Okay. Und nachdem wir jetzt die ersten 14,5 Kilometer geschafft haben, müsste er jetzt bald da sein, oder? Was haben wir denn hier? Ein Waldgeist. Der Beschützer des Waldes. King Tree. Ja, also das ist mal ein Baum. Aber er lebt noch. Ähm, Au! Give it a hug. okay. Ich glaube nicht wirklich, ja? Ja, kommen jetzt wieder welche, musst wieder aufpassen, ja. Okay. Wäre bestimmt interessant zu sehen, wenn er eine richtig schöne Krone hätte, oder? Ja, schade, dass man das Schild nicht lesen konnte wegen der Ameisen. Uah. Lass uns mal hier wieder rausgehen aus dem Ja. Ding. Quick, quick. Hast Oh du ein ja. Foto? Sowas nennt man dann Bull Ants, ja? Jesus, hier ist noch ein Riesennest. Schnell raus hier. Ameisen sind weg. Andersrum, wir sind weg von den Ameisen. Ja, aber ich habe die letzten Ameisen jetzt gerade von meinen Ja, die Schuhen Bull- runterge... Die Bull Ants, die sind furchtbar. In der kurzen Zeit, wo du den Fuß auf dem Boden hast, krabbeln die dir sofort die Beine hoch und die beißen auch sofort zu. Ja. Und die sind riesig, deshalb heißen es auch Bull Ants. Ja. Jetzt hast du schnell ein Foto gemacht, jetzt können wir Informationen Können wir mal rauskriegen. gucken. Die haben die Area bevorzugt damals. Wer, die Early Settlers? Die Early Settlers, ja. Sobald die angekommen sind, haben die sofort erstmal alles platt gemacht und haben angefangen, praktisch Geld zu verdienen. Okay, also die Wälder und die Woodlands hier in der Gegend Ja. haben ungefähr 500.000 Railway Sleepers. Also Bahnschwellen nennen die sich, ne? Schwellen, genau. jetzt haben wir's. Eisenbahnschwellen, genau. Eisenbahnschwellen produziert. Vor 150 Jahren haben die 500.000 Stück davon gemacht innerhalb von 7 Jahren. Aber warum steht der jetzt noch? Ist ein River Red Gum. Ja, Ist ungefähr 400 Jahre alt. also stimmt, okay. Der hat es irgendwie überlebt. Der wächst hier schon doppelt so lange, wie die europäischen Settler überhaupt hier sind. Der ist 36,5 Meter hoch, circa 400 Jahre alt, 3 Meter im Durchmesser. Und der Umfang, also so wie ich meine Arme gemacht habe, hätte eine Weile gedauert. Das sind 11,35 Meter an der Base am Boden. Aber ja, so wie es aussieht, haben sie den im Prinzip beim ersten Mal die ganze Gegend clearen oder so, haben sie das Ding irgendwie, hat der es überlebt, aus irgendwelchen Gründen noch immer, und der steht jetzt immer noch da. Ja. Hoffen wir mal, dass er noch ein paar 100 Jahre steht, oder? Ja. Aber da kannst du bestimmt auch eine super Tischplatte draus machen, wenn der irgendwann mal stirbt und die den dann sowieso abmachen müssen. Jetzt gehen wir mal in die Ortschaft zurück. Oh.
verkehrte Richtung. Ich vergesse immer, dass mein Mann hier die Tür aufhält und will dann automatisch zur anderen Seite laufen. Mir mal den uns keepen. Ja, wir fahren jetzt in die Ortschaft. Virabara ist es. Ja, gucken wir mal, was man da noch gucken kann. Ja, gucken wir, ob wir ein paar alte Gebäude noch finden oder so. Da soll ein Hotel sein auf alle Fälle. Wo man denn essen gehen kann. Überlegen wir uns heute, weil ja heute Weihnachten ist, ob man da essen geht. Auf unserer Weiterreise halten wir jetzt in Barra an und Barra ist eigentlich gegründet worden, weil 1845 hier Kupfer gefunden wurde. Wir sind jetzt auf dem Gebiet der Kupfermine und es ist jetzt eine historische Kupfermine. Und da schauen wir uns jetzt mal um. So wie es aussieht, die haben das Ding mit Hand eingesammelt und ist dann an der Oberfläche nach oben gebracht worden bei Pferde und mit Dampf. Die Miner, die sind bezahlt worden nach dem Wert praktisch, was sie da rausgeholt haben. Da war das Boilerhaus, ja? Da waren die Boiler drin. Dann haben wir als nächstes die Maschine und da stehen sogar noch die Sockelbefestigungen stecken noch drin, ja? Ja. Die da drauf gestanden hat. Und dann war daneben. Und dann hast du hier das ganze, den Rollenkrascher. Kraschenroll, das war dann in dem Gebäude da. Also das heißt, die haben das Eisen, das kupferhaltige Gestein da oben reingeschmissen. Das wurde dann zertrümmert und dann in die Trommel und da wurde es dann ausgesiebt. Der Rest ist rausgefallen und da hoffentlich kam dann das kupferhaltige Gestein raus. Sieht so aus, ja? Das heißt, hier war dann die Maschine, die dann die Wagen gezogen hat? So wie es aussieht, haben die Wagen aus Schienen hoch und runter gezogen, so wie es auf dem Bild aussieht. Hier diese kleinen, die wir da vorher gesehen haben. Diese Loren und die sind dann hier von der Maschine praktisch hoch und runter gezogen worden. Das dürfte jetzt die geschlossene sein, wo du jetzt dann dir beim Informationscenter dann den Schlüssel holen musst. Ich glaube, du bezahlst $50 und eine $50 Pfandgebühr. Dann kriegst du den Schlüssel und dann kannst du hier rein. Das war pro Person, ne? Ja. Moffats Engine House. Der Schaft da drinne war 182 Meter tief. 1847, also 2 Jahre nach der Eröffnung der Mine, sind sie auf Grundwasser gestoßen und deswegen haben sie jetzt die Pumphäuser hier errichtet, damit sie das Grundwasser absenken können, damit sie weiter abbauen können. Deswegen waren die Häuser hier. Also so sah das ganze Gelände aus hier. Ja. Und so wie es aussieht, in 1867 haben sie das Underground Mining aufgehört, weil die Kupferpreise gefallen sind. Und in 1870 haben sie dann wieder aufgemacht, also 3 Jahre später. Dann erklärt es natürlich auch manche von den Zahlen. Ne? Das heißt, bis 1867 haben sie hier gebuddelt und haben Löcher und sind durch die Stollen gekrochen. Und dann haben sie gesagt, das lohnt sich nicht mehr, weil das Kupfer zu billig geworden ist. Dann haben sie im Prinzip die Mine zugemacht. Und 3 Jahre später, in 1870, haben sie die alte Mine war dann zu, aber die neue haben sie dann aufgemacht und dann haben sie im Prinzip einfach angefangen, ein Riesenloch zu buddeln. Dann haben sie praktisch das Open Cut Tagebau. Dann haben sie im Tagebau angefangen, weil dann muss es sich wieder gelohnt haben, wenn es die Tagesbauoption gab. Mhm. Erst mit einem Engine-Haus, dann gab es ein zweites Engine-Haus und wie es dann irgendwann wahrscheinlich so tief geworden ist, dass es, keine Ahnung, mit Pferde oder Esel nicht mehr geschafft haben, dann haben sie die dritte kleine Engine gemacht, die dann praktisch die Wagen hoch und runter gezogen hat, um das Zeug unten aus dem Loch rausgeholt hat, weil das Loch immer tiefer geworden ist. Dann macht Sinn. Also, kommt irgendwie alles wieder zusammen. Ja, aber dazu mussten wir jetzt erst die ganze Runde rumrennen, um das alles rauszukriegen. Ja, je nachdem, in welcher Reihenfolge du das halt, ist halt selbst geführt, wenn du so willst. Ja, aber wie gesagt, da sind noch ein paar andere Gebäude, wo man dann nur mit einem Schlüssel reinkommt.
Aber, ja, also $50 pro Person, aber sagt, nope. Aber wir wussten ja schon vorher, dass das Ding $50 kostet. Und da haben wir schon von vornherein gesagt, pro Person. Also das ist es dann nun doch nicht wert. Theoretisch hätten wir dann im Prinzip in 1, 2, 3 oder 4 Gebäude, wo bei den meisten nur noch die Außenwände stehen. Ich glaube, das einzige, das eine Gebäude, wo das Museum drin ist. Ja, alle anderen stehen bloß nur noch die Außendinger. Und da sagt, nee, also das ist... Ich finde aber auch, wenn du so guckst, was wir schon haben, also $50 ist einfach zu viel. Aber wir haben andere Minen gesehen und andere Stollen gesehen und andere Bauten und Museen, wo sie viel mehr Arbeit reinstecken müssen, um das aufrecht zu erhalten. Ich meine, wenn und dann die Caves da besitzen, eben, und die ganzen Caves, die müssen sie ja auch absichern und was weiß ich was. Also, und da haben sie Guides drin. Da sind 3, 4 Guides jeden Tag da, die bezahlt werden müssen. Und selbst die haben nur die Hälfte von dem Geld genommen. Ja. Bloß eine Frage, wie gut es ist, wie weit die jetzt im Prinzip mit den Preisen mehr Touristen anlocken. Ja, bestimmt nicht. Okay, lass uns zur anderen Seite fahren. Gucken, ob wir da dann noch ein bisschen einen besseren Blick auf die offene Mine raufkriegen. Und dann schauen wir mal weiter. Auf das große Schwimmbad. Wir sind jetzt ein Stückchen weitergefahren und sind jetzt an der Aussichtsplattform für die gesamte Mine. Im Prinzip sind wir jetzt auf die andere Seite von der Mine gefahren, ja. Jetzt kannst du sehen, warum wir von da drüben das Wasser nicht sehen konnten. Zum einen sind wir nicht in den Zaun reingekommen, ohne die 50 Öcken zu bezahlen. Und zum anderen ist es halt weil durch die Schräge. Ne? Weil hier geht es mehr oder weniger fast... Das ist der Open Cut. Ja. So sah es früher aus. Mit allen noch vorhandenen Türmen und Häusern. Ja, guck mal, hier steht sogar noch mal richtig drin, siehst du. So, siehst du. So wie wir es gesagt haben, Bora Bora Mine war zwischen 1845 bis 1867 war es eine Untergrundmine. Das heißt, da sind sie durch die Stollen rein. Von 1870 bis 1877, wo sie geschlossen wurde, war es dann eine Tagebaumine. Und die sagen, es ist immer noch Kupfer drin. Ja. Aber es wäre jetzt, wenn sie noch tiefer gehen mit den Kosten für Maschinen und Pipapo, wäre es nicht mehr profitabel und deshalb haben sie aufgehört. Aber es ist theoretisch immer noch Kupfer da. Ist nur, die müssten tiefer buddeln. Und interessante Wasserfarbe, oder? Die grüne Farbe, die du da gerade siehst, die wechselt ihren Farbton während des Jahres. Je nachdem, wie der Lichteinfall ist und weil da verschiedene Mineralien in dem Wasser drin sind. Okay, das war jetzt kurz außerhalb der Stadt und wir fahren jetzt in die Stadt rein, gucken mal, ob wir noch ein paar Häuser finden, weil der Heritage Trail, also dieser Wanderweg, wo man den Spuren der alten Stadt läuft, da muss man nicht unbedingt überall rein. Mal gucken, was wir da noch finden und schauen wir mal. Auf geht's! Okay, was ist das? So wie es hier drin steht, was wir ja vorhin geguckt haben, dass die für die Mine damals extra aus England sich einen riesengroßen Dampfkessel bestellt haben. Und zu der damaligen Zeit, es gab kein einziges Gefährt, was groß genug war, das Ding zu transportieren. Und da haben sie diesen Jinker hier extra nur für den Transport von dieser Dampfmaschine gebaut, um das vom Hafen von Adelaide runter zu der Mine zu transportieren. Aufgestellt von den Bewohnern der Stadt Bora. Im Gedenken an König Edward VII. Im Januar 1911. Guten Morgen. Also da wir jetzt gestern in Bora noch waren und uns ein paar historische Gebäude und alles angeguckt haben, die sehr schön waren, haben wir uns dann auf die Suche gemacht und haben ungefähr 20 Kilometer von da aus einen riesengroßen freien Campingplatz gefunden, auf dem wir uns dann breit gemacht haben. Und sind so mehr oder weniger 3 Sektionen. Und gestern war ein einziges Auto da und wir haben uns dann da so ein bisschen unten eingenistet in so eine kleine Ecke auf dem ersten und wahrscheinlich größten Platz. Und dann sieht es jede Menge Platz für Camper, sogar mit einer Toilette. War super toll. Ein paar Kilometer weg von der Straße,
absolut ruhig. Man hat nichts gehört, nichts gesehen. Und wie gesagt, ich denke mal, die anderen beiden Campingplätze, die da hinten, da runter sind, die sind wahrscheinlich immer noch leer, denke ich mal. Weil über Weihnachten gehen halt nicht viele Leute campen. Würden wir auch nicht machen, wenn wir nicht halt auf der Straße wären. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg und gehen wir mal gucken. Nächste größere Ortschaft. Und dann gucken wir mal da, was da am Boxing Day los ist. Wollen wir mal gucken, was der Proviantmaster macht. Proviantmaster ist fast alles fertig. Ja. Essen, Trinken für die Fahrt, alles schon weggeräumt, Reise fertig. Ausweg noch und dann können wir los. Aber hast du gesehen den Baum da hinten, der so komisch gesplittet war? Entweder war der mal so dick und ist ausgehöhlt in der Mitte. Aber guck mal, der hat sich da aufgesplittet. Ja. Die andere Alternative vielleicht ist der ja, wie er noch ein bisschen kleiner war, irgendwann mal gebrochen, halb weggerutscht. Ja, aber hier sind auch Wurzeln. Ja, dass der sich dann danach, wenn er jünger war, dass der sich so ein bisschen gesplittet hat und danach dann beide Seiten wieder angewurzelt haben. Und dann haben wir noch einen dritten. Und rate mal, der ist auch hohl in der Mitte. Irgendwie scheinen die mit dem Alter alle hohl zu werden, ja. Gut, okay. Dann packen wir jetzt langsam zusammen und machen uns auf den Weg. Und so verlassen wir unseren Campingplatz am Ende der Welt, fahren an den Halleluja-Hügeln vorbei, durch einige kleine Städte und stoppen erst wieder in Kapandra. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde im Informationscenter verbracht. Kann das sein? Ja, könnte gut hinkommen. War auch super interessant. Ja, also die nette Dame dort hat uns ein bisschen was über Kapandra erzählt und hat uns auch die Karte gegeben für ein paar interessante Punkte. Und wir haben uns wirklich gut unterhalten und die haben unter anderem auch ein paar Ausstellungsräume direkt über die Stadt im Keller. Und in der ersten Etage in dem alten Gebäude haben sie eine Ausstellung über Sir Sidney. Der war hier ansässig. Auf alle Fälle hat er eine Kettle Station hier gehabt und hatte, wie die Dame sagte, zeitweilig mehr Kühe als gesamt Schottland zusammen. Also es waren wahrscheinlich schon eine Menge denn, oder? Oder ja, Schottland hatte sehr wenig Kühe. Und auch von der Fläche her. Ne? Jedenfalls, wir sind raus aus der Informationsstelle und machen jetzt einen Rundgang durch die historische Mine. Und dabei haben wir festgestellt, noch gelernt, gestern waren wir in Barra. Barra, ja. Und da haben wir ja auch gedacht, die Mine, und dann ist die Stadt drumherum erstanden. Aber wir haben uns jetzt belehren lassen. Da war erst die Stadt und dann kam das Kupfer und hier war erst das Kupfer und dann kam die Stadt drumherum. Deshalb ist hier die älteste Mine und da ist die älteste Stadt. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie sie hier gestaltet haben. Wie sie das Ding hier gestaltet haben. Auf jeden Fall, was ich Ihnen schon mal sehr gut anrechne, hier in Kapunda ist alles kostenlos. Wir können jetzt hier auf diese Kupferminen-Dingens drauf. Hier kann jeder rein und kann sich das Dingens alles angucken. Also, und ist eine lovely Stadt, also super Gegend. Also wenn jemand mal in der Gegend hier vorbeikommt und sich für so ein Zeug interessiert, geh nach Kapunda und geh ins Informationscenter. Die Leute, die wissen so viel von der ganzen Gegend. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Also definitiv sehenswert. Okay, und jetzt auf in die Mine. Nicht in irgendwelche Löcher reinhüpfen. Das Ding heißt Wim und da sind Pferde rangebunden worden. Und die haben dann im Prinzip die schweren Eimer aus den Schächten hochgezogen. Das ist das Minengelände. Sieht so aus, ja? Pumping Engine House. Also das haben sie gebaut, damit die das Grundwasser senken konnten. Hier, das Stück von dem gesamten Pumpenhaus steht noch. Hey, du stehst im Weg. Geh mal einen Schritt zur Seite. Da ist es. Das war jetzt der Open Cut, richtig? Ja. Da fragst du dich aber echt, so grün wie das hier überall ist, relativ dicht unter der Oberfläche. Warum haben sie hier aufgehört? Keine Ahnung, vielleicht auch nicht mehr effizient genug. Nummer 1.
Nicht reinfallen, kann man nicht viel sehen. Schacht Nummer 3, Ja, auch aufgefüllt. der ist aber aufgefüllt, ja. Aber hier sieht man noch mal Abraum. Und wenn man denkt, ist nicht viel Abraum. Nee, ist es nicht, weil wir haben vorhin ein Schild gelesen, dass die zum Anfang die gesamte Gestein nach Port Adelaide transportiert haben, bevor sie denn eigentlich angefangen haben, hier direkt an der Mine zu schmelzen. Das heißt also, der meiste Abraum ist weggebracht worden und deswegen ist hier so wenig. Ja. Und so grün, wie das jetzt im Laufe der Zeit ist, muss da noch jede Menge Kupfer drin sein. Warum haben sie das da liegen lassen? Vielleicht nur minderwertiges, da war vorhin ein Schild und da stand drin, dass sie versucht haben, minderwertiges Gestein auch noch das Kupfer rauszukriegen. Und das hat sich aber nicht als effizient erwiesen. Kann man nicht reingucken. Haben sie dann wieder aufgegeben. Wie haben sie geschrieben? Das ganze Ding war ein Fehljahr. Der Überblick über die gesamte Mine. Verlassen wir die Kupfermine. Und noch ein Fun Fact. Frei nach dem Muster. Hatten Sie es gewusst? Did you know? Also zum Mittag haben die Minenworker ein Cornish Pasty gegessen. Was da genau drin ist, weiß ich nicht. Und was das, ja, da, und das kommt mit einer Kruste, wo sie halt die Pastry zusammengefaltet haben. Und die Kruste haben die nie mitgegessen, weil sie damals immer schmutzige Hände hatten, war die Kruste für die praktisch einfach bloß ein Griff, um das Essen festzuhalten. Deshalb haben sie alles rundherum weggegessen, damit sie nicht durch ihre schmutzigen Hände das ganze Kupfer in den Körper aufnehmen. Haben sie das dann immer mit den Händen nur an dieser Kruste angefasst, den Rest rundherum weggegessen und die Kruste ist dann weggeschmissen worden. Und? Hätten Sie es gewusst? Mit dem Blick auf die Siloart beenden wir unseren Ausflug hier in Kapanda. Ja, und die Siloart ist brandneu. Die ist gerade erst fertig geworden. Die ist so neu, dass sie noch nicht mal in den Prospekten drin ist. Und das war jetzt das letzte bisschen, was wir hier machen. Ja, wir wollten eigentlich ursprünglich noch das Haus uns angucken, aber da sind wir nicht so gut rangekommen. Der hat es jedenfalls, als er denn nach Adelaide gezogen ist, gespendet und da ist jetzt eine Schule drin. Das Ding ist auch mal abgebrannt gewesen, so wie sie gesagt haben. Und die sind jetzt gerade fertig, mehr oder weniger mit der Restaurierung. Und dadurch ist es dann auf der anderen Art eigentlich auch wieder ein bisschen uninteressant, weil jetzt sieht das Ding im Prinzip brandneu aus. Es ist zwar immer noch das Haus, aber wenn es brandneu aussieht, ich weiß nicht, es fehlt halt irgendwas. Du meinst, aber der Charme des Alters ist weg. Genau, das auch wenn ist jetzt weg. Auch wenn sie es korrekt restauriert Richtig, hätten. es ist halt brandneu. Ja. Okay, und damit verabschieden wir uns auch für diese Woche. Ich hoffe, euch hat unser Ausflug auch dieses Mal gefallen. Es war eine etwas ruhige Woche, dadurch, dass es Weihnachtswoche war. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar oder abonniert einfach unseren Kanal. Und dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bye.